guten Morgen aus Thailand. Ja, ich bin endlich angekommen hier auf Phuket in Thailand in meinem wunderbaren Resort-Hotel mit einem kleinen süßen Bungalow. Wie das war und wie das alles, warum es so super aufregend war und was ich alles erlebt habe, das seht ihr in diesem Video. Also Leute, bleibt unbedingt dran, schaut euch an, was bei mir abging die letzten 24 Stunden. So, da bin ich jetzt angekommen hier am Terminal D oder in Richtung Terminal. Ich bin ja noch gar nicht im Terminal D, aber in Doha als Zwischenstopp nach, ich weiß nicht, ich glaube 6 oder 7 Stunden Flug. War ganz angenehm. Angenehmes Board Entertainment, auch wie gewohnt von Qatar Airways. Und jetzt sind wir hier ungefähr, oder bin ich jetzt hier ungefähr 2 Stunden. Um 2:05 Uhr geht der Flieger dann weiter nach Phuket. Und dann landen wir hoffentlich um 12:05 Uhr. Ortszeit in Phuket, also es sind auch nochmal so, ich glaube 6 bis 7 Stunden Flug, genau weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Wie gesagt, es war bisher ganz angenehm, ja, auch was so ein bisschen unangenehm ist, auch im Flugzeug, immer wieder Menschen, die dann halt ihre Maske nicht richtig getragen haben. Das nervt natürlich, wenn man selbst irgendwie, ja, einfach irgendwie auch Bedenken hat, weil man ja in Thailand letztendlich nicht in Quarantäne gehen will, muss dann irgendwie. Und hier sehen wir schon die berühmten Stühle und natürlich den Teppich. So, jetzt haben wir irgendwie unsere Dokumente vorsortieren müssen und danach geht es dann jetzt hier zum Thai Pass zum Checken, wo wahrscheinlich der QR-Code auch eingelesen wird. Ja, und danach dann rüber zur Immigration wie gehabt. Läuft eigentlich ganz flott. Number one. Hi. I can take it off or down. Also mouse or? Only nose. Only nose, okay. Yeah. Yes, it's my name. Oh. Gut, thank you. So, das war's dann auch. Kurz und schmerzlos, hat nur ein bisschen gejuckt. Und jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo meinen Airport-Transfer finde, der hier vorne auch schon steht. Ich werde natürlich jetzt gerade erschlagen von den ganzen, wie schön,
Die Stimmung ist gut, wie man sieht. Ich werde hier schon erschlagen von dem Klima mit der Maske und so. Aber ja, ich gucke mal, wo jetzt meins ist. Serenity. Serenity ครับ Yes. มาริออทมารินค่ะ Yes, that's me. Yeah, it's my name. Ja, klappt also auch wirklich problemlos hier mit der Abholung, wie man sieht. Okay, thank you. Ja, jetzt muss ich doch noch 10 Minuten warten, weil wahrscheinlich noch irgendwer anders kommt. Aber ja, ich bin drin, würde ich mal sagen. Jetzt darf nur noch das Testergebnis, ungefähr 8 Stunden dauert das. Muss jetzt nur noch negativ sein und dann kann es losgehen. So, und jetzt warte ich hier, wie gesagt, auf den Fahrer. Der kommt jetzt hier gleich an mit meinem Gepäck. Ich bin sowas von mega müde durch und erlebe aber auch so krass Thailand gerade hier. Auch wenn das ganz anders ist als irgendwie vor 2 Jahren. Aber irgendwie ist dieses System Thailand, das ist wieder so typisch. Hier stehen sie alle mit ihren Namenstafeln. Und ja, also ich bin angekommen erstmal gut und drückt mir die Daumen, dass alle Tests entsprechend negativ bleiben. Guten Morgen, hier 8:30 Uhr, halb 9 aus Phuket in Thailand. Ich muss euch, glaube ich, noch mal ein bisschen justieren. So dürfte es besser gehen. Ich bin jetzt endlich angekommen in Phuket, das heißt, ich habe sogar schon eine Nacht geschlafen. Die war relativ kurz, aber dafür habe ich richtig fest geschlafen und hatte am Morgen, nachdem ich auch wirklich kräftig geträumt habe, dieses Gefühl gehabt, was ich im Urlaub so liebe. Besonders liebe nach den ersten 14 Tagen, wenn ich dann immer noch vielleicht 14 Tage habe, wenn du aufwachst aus einem Traum, wo du vielleicht etwas verarbeitet hast aus deinem Alltag und feststellst, du bist nicht im Alltag, du bist im Urlaub. Ja, und dementsprechend habe ich so ein kleines Grinsen auch auf meinem Gesicht und ich habe euch versprochen, dass ich nochmal ein Feedback gebe zur Einreise hier in Thailand, wie das so mit dem Thailand-Pass funktioniert, Test and Go, Sandbox und so weiter und so fort. Kann da ehrlich gesagt auch wirklich nur positive Sachen sagen. Klar gibt es hier und da Sachen, die verbessert werden können und ganz sicher wird das auch das Risiko nicht abschalten, was natürlich für jede Thailand-Reise derzeit, wir haben ja Februar, heute ist übrigens der 18. Februar, genau, aber vielleicht hilft es euch trotzdem eine Entscheidung zu treffen, ob ihr das macht oder nicht. Ich bin hier in meinem Resort übrigens ungefähr 3 Kilometer von Rawai Beach, das ist so ungefähr 45, 50 Minuten vom Flughafen entfernt, also auf einer ganz anderen Ecke der Insel und ich empfinde die als sehr angenehm, ziemlich ruhig und ja, bisher wunderschön. Mal gucken, was es hier so gibt. Ich sehe gerade, dass ich an so einem Kitesurf-Dingsbums direkt gleich vorbeigehe. Und ja, jetzt erstmal aber zum Einreiseprozedere, das wirklich spannend war, weil wen wir da alles getroffen haben, das erzähle ich euch auch. Und zwar ging es ja damit los, dass ich vor Abflug oder dass wir alle vor Abflug nach Thailand maximal 72 Stunden vorher so einen RT-PCR-Test machen müssen, ja, hier in Deutschland noch. Und den habe ich halt bei mir auch innerhalb dieser 72 Stunden vorher gemacht. Also ich bin Mittwoch geflogen und am Sonntag habe ich den gemacht, 72 Stunden mit einem Puffer von 2 Stunden tatsächlich, weil ich gedacht habe, dass das Ergebnis viel später kommt. Und da ja die Testkapazitäten in Deutschland angeblich gerade so knapp sind, habe ich gedacht, dann machst du das lieber mal rechtzeitig. Dann kam das Testergebnis aber allerdings auch schon, was irgendwie kein Expresstest war, sondern ganz normal beauftragt war. Das Ergebnis kam dann schon innerhalb von gut 2 Stunden und dementsprechend war ich wirklich auch gerade so mit 2 Stunden Puffer, war ich gerade noch in der 72-Stunden-Praxis, was dazu geführt hat, beim Einchecken, nicht beim Einchecken, da war alles in Ordnung, da wurde der Test also eindeutig als negativ auch gekennzeichnet, aber als ich dann boarden wollte, wurde das nochmal überprüft, ja, und dann hieß es erst, der ist aber ein bisschen alt, der Test, ne? Und da habe ich gesagt, wie, also war völlig zerstört quasi, ich habe einen Herzinfarkt bekommen, kurz vor Abflug. Ich sagte, der darf 72 Stunden alt sein und er ist jetzt halt diese
69 oder 70 Stunden alt. Und dann, ich sag, wenn wir jetzt nicht gerade hier noch 2 Stunden darüber diskutieren, dann sollten wir auch diese Abflugzeit schaffen. Dann haben sie da 5 Minuten überlegt und geguckt und so, und dann haben sie es doch gemerkt, dass 72 Stunden tatsächlich 3 Tage sind. Und ja, hat aber auch mal wieder gezeigt auf diesem Flieger. Ich bin ja mit Qatar Airways geflogen über Doha. In diesem Flieger sind ja nicht nur Leute, die nach Doha erstmal fliegen, die nach Thailand wollen, sondern auch Leute, die woanders hin wollen. Und diese PCR-Test 72 Stunden vor Abflug gilt natürlich nicht für jedes Land, sondern erstmal in aller Regel, also nur für Thailand erstmal. So, also müssen Sie bei jedem Passagier, der dort nach Doha weiterfliegt, Transit, müssen Sie erstmal testen. Oder Sie sehen halt, der fliegt nach Thailand weiter, achten, dass das und das alles erfüllt ist. So. Aber gut, ich konnte dann weiterreisen, und das war auch, der erste Flug war super angenehm. Modernes Bord-Animations-Entertainment-System. Ich hatte auch ausreichend Platz, also mich hatte der nette Mann am Check-in-Schalter in Berlin am Flughafen BER hatte mir noch einen anderen Platz gegeben, weil der automatisch zugewiesene, ich war da völlig frei eigentlich, der war irgendwie nicht so günstig, und er meinte, ja, hier haben sie ein bisschen mehr Platz und so weiter, da ist dann auch noch ein Platz zwischen Ihnen und dem anderen Reisenden frei, und ich dachte, ja klar, nehme ich gerne an. Das war super, da habe ich auch einen Film geguckt, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, super emotional. Wenn euch das interessiert, das Board Entertainment, der Film, meine Empfehlung für einen Flug bei Qatar Airways, dann sagt Bescheid, den gebe ich euch das nächste Mal. Genau, aber das war super, und dann habe ich aber auch gedacht, nein, du wirst den ersten Flug nicht schlafen, weil der zweite Flug ist ja der Flug ist, in dem ich optimalerweise schlafe, weil ich ja um 15:15 Uhr abgeflogen bin. Ja, wir sind dann auch pünktlich gelandet und in Doha, und ab da wurde es wirklich eine Qual, weil ich auch da gesagt habe, okay, du bleibst jetzt wach, damit du beim zweiten Flug völlig todmüde einfach schlafen kannst. Doha war mega voll, also wirklich, ich war überrascht. Klar, der Flughafen ist riesig, und wenn man dann erstmal in Richtung Gate geht, dann wird es auch wirklich leerer. Aber da, wo sich erstmal alles sammelt, es ist wirklich, wirklich krass, wie voll das da war. Das war kein Unterschied zu sonst, ja, weil viele Länder ja im Gegensatz zu Thailand auch einfach schon ziemlich offen auch wieder sind. Oh, jetzt muss ich gucken, wie ich hier weiterkomme, weil da vorne gehen die Mangroven so ein bisschen weit rein. Egal. Jedenfalls habe ich das aber auch überstanden. Und dann wurde es aufregend, denn als es dann zum Gate ging, schon in Richtung Gate sah ich dann eine Person, die sieht ja aus wie, wie lustig, aber nee, natürlich nicht. Und dann fiel mir aber auf, dass sie Begleitung hatte, und ja, eindeutig Hollywood-Schauspielerin Tilda Swinton ist bei uns im Flug nach Phuket mitgeflogen, von Doha aus. Im Flieger von Berlin habe ich sie nicht gesehen, aber vielleicht kam sie auch gerade von der Berlinale, wer weiß das schon. Auf jeden Fall war das ganz spannend. Ich war natürlich nicht in der Economy unterwegs, sondern dann in der Business Class. Aber das war ganz lustig, weil beim Boarden ging sie dann direkt vor mir und erzählte da Mitreisenden die neue Küche und zeigte Fotos und so. Das war ganz, ganz süß. Ja, aber der zweite Flug war dann tatsächlich auch, jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier durchkomme. Ah ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber der zweite Flug wurde dann auch wirklich anstrengend, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Ich hatte halt einen Platz in einem Vierer, zwar außen, also am Gang, aber es war so eng, weil ich hatte noch so im Fußbereich noch so einen Kasten da irgendwie unter, sodass ich gar nicht so richtig Platz hatte. Ich habe Rückenschmerzen nach 3 Stunden bekommen. Ich habe auch insgesamt, glaube ich, 2,5 oder 3 Stunden geschlafen. Und das war es dann. Oh, das war wirklich sehr, 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 sehr anstrengend. Aber gut, egal. Dann angekommen in Phuket war dann alles irgendwie gleich wieder ein bisschen schöner, und wir wurden dann auch gut sortiert da. Da gibt es ja die Aufnahmen dann auch, und das war tatsächlich super easy. Also es ging alles schnell, alle Unterlagen, also es gab schon so eine Vorsortierung. Man musste dann die ganzen Unterlagen schon bereithalten, die gebraucht wurden. Und das war insofern nur schwierig, als dass ich natürlich alles irgendwie gebündelt hatte, aber man gar nicht alles an allen Stellen vorzeigen musste. Und ja, Thai Pass ging super schnell. Was länger gedauert hat, war die Immigration, aber da steht man ja teilweise, wenn es voll ist, wirklich ewig. Und da hatte mein Immigration-Beamter irgendwie noch einen falschen Stempel gesetzt, und sie waren natürlich alle entspannt und locker. Und der Punkt ist, wenn man selbst entspannt und locker ist, dann dauert es halt einfach mal ein bisschen länger. So ist das manchmal in Thailand. Aber
es läuft und alle sind freundlich und auch der RT-PCR-Test, der erste, der dann gemacht worden ist, super unkompliziert, habe ich auch gefilmt. Leute, alle super freundlich und winken und also ich sehe hier keine negative Stimmung, das ist richtig toll. Ich freue mich jedenfalls hier zu sein und auch dieses System, dann wirst du abgeholt dort von einem Fahrer. Und dann sind wir halt eine Stunde fast hierher gefahren zum Hotel. Da war dann der Check-in. Beim Check-in wurde dann nochmal überprüft. Alles, also die ganzen Daten wurden einfach abgerufen und ich habe dann diese App runterladen müssen, die man ja hier in Thailand braucht. Sowas wie bei uns die Corona-Warn-App. Das wurde also gar nicht beim Thai Pass selbst gemacht, sondern das hat man erst im Hotel gemacht. Ja, und dann habe ich ganz einfach ein bisschen gewartet, bis meine Ergebnisse da waren. Da hieß es gleich an diesem Schalter, wo mir der PCR-Test entnommen wurde, also wo die Probe entnommen wurde, dass es 8 Stunden dauert. Und dann habe ich im Hotel nochmal gefragt, wie ist eure Erfahrung, wie lange dauert das? Und dann sagt sie, das dauert 8 Stunden, kann aber auch schneller gehen. Okay, also Aussagen, die man ja kennt aus Thailand. Also fragst du was, kriegst du eine Antwort. Ja, aber kannst auch nichts mit anfangen. Ja, und mein Testergebnis kam dann tatsächlich also es war ziemlich 7 Stunden, 10 Minuten oder irgendwas. Und es war negativ. Das hatte ich auch erwartet, klar, weil der andere PCR-Test war ja auch negativ. Und ja, das große Risiko war ja letztendlich der Flug oder ist der Flug, sag ich mal. Und sollte ich mir da eine Infektion zugezogen haben oder die Infektion zugezogen haben, dann würde sich das natürlich noch nicht an diesem ersten Test zeigen, sondern erst an Tag 5. Also drücken wir weiterhin die Daumen. An Tag 5, ich bin ja hier auch weiterhin dann in meinem Hotel, weil ich ja die Phuket Sandbox gebucht habe, die im Grunde genauso funktioniert von diesem ganzen Antragsgeschehen und auch wie ich mich zu verhalten habe, außer dass ich mich halt nicht 7 Tage aus der Sandbox heraus bewegen darf. Und ich habe das ja gewählt damals, weil ich einfach, weil mir das zu knapp war. Also am 16. war jetzt der Abflug und ich wollte einfach nicht in Kauf nehmen, wie viele, viele andere, die Test & Go 3 Tage vor Abflug beantragt haben. Habe ich gesehen, international, wo ich dachte, warum macht ihr das? Also mir wäre das zu heiß und mir war das sogar 16 Tage vorher zu heiß. Ja? Gerade weil ja Test & Go am 1. Februar wieder eingesetzt worden war. Dachte ich, wenn da der Ansturm so groß ist, also habe ich die Sandbox gebucht. Ist für mich, wie gesagt, auch völlig in Ordnung. Sage ich jetzt, nach 7 Tagen Phuket, weiß ich nicht, ob ich das immer noch so sehe. Aber ja, so war die Einreise. Hotel, alles. Achso, ganz wichtige Information. Ich habe da mal gefragt, ja Leute, was ist denn, wenn ich positiv getestet werde? Ich habe ja so einen kleinen Raum, kleinen Mini-Bungalow in meiner Anlage. Das ist ein 5-Sterne-Hotel. Aber diese Bungalows, die waren echt wirklich, wirklich günstig. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr eine Empfehlung braucht von einem Hotel, was ein bisschen abgelegen ist, dann kann ich euch das ans Herz legen. Wenn ihr eine Roomtour wollt oder auch mal das Resort sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann zeige ich euch das auch mal. Aber das... jetzt bin ich hängen geblieben. Achso, ich habe gefragt, was passiert denn, wenn ich jetzt positiv getestet werde? Und dann sagt sie, ja, wenn du positiv getestet wirst, dann musst du halt noch bleiben. Ich sage, ja, bei euch im Hotel, in dem Raum? Ja, dann bleibst du in deinem Raum und bist dann 10 Tage da in Quarantäne. Ey, also ich habe ja eine Terrasse und wahrscheinlich wird man sich auch auf die Terrasse bewegen können. Da stand jetzt keiner, der die ganze Zeit geguckt hat, auch gestern, ob ich da jetzt rausgehe oder nicht rausgehe. Also es gibt Schlimmeres. Das will kein Mensch, ist überhaupt gar keine Frage. Ja? Aber in Phuket, wie gesagt, ist das so, dass die Hotels ein bestimmtes Kontingent, ich habe letztes Mal gesagt 5%, aber jetzt habe ich auch was von 10% ihrer Zimmer als solche Isolations- oder Quarantänezimmer bereithalten müssen, sodass, wenn ihr in eurem Hotel in Phuket, das gilt aber nur für Phuket, also Vorsicht, ja, woanders kann das wieder ganz anders sein, dass wenn ihr hier positiv getestet werdet, dass ihr dann in eurem Raum bleiben könnt. Wie gesagt, ist nicht wunderbar, aber ich habe jetzt auch schon von Erfahrungsberichten gehört, wo Leute dann positiv getestet worden sind und dann sind sie zwar innerhalb ihres Hotels umgezogen, aber haben dann auf einmal einen besseren Ausblick bekommen, weil auf dem Pool beispielsweise, weil die Leute ja wissen, ja, die sollen ja auch nicht völlig gaga werden. Klar, die Hotels berechnen natürlich auch noch mehr dafür dann. Das habe ich jetzt nicht gefragt, was es mehr kosten würde, aber dafür habe ich eine Versicherung abgeschlossen. Haben jetzt immer wieder Leute gefragt, Robert, was hast du für eine Versicherung abgeschlossen?
weil ich immer gesagt habe oder beim letzten Mal gesagt habe in dem Video, dass ich ja meine Risiken, auch die finanziellen, versucht habe zu minimieren. Ich habe eine Reiseversicherung abgeschlossen, die nicht nur die Auslandskrankenversicherung beinhaltet, wo ich mit der Kreditkarte direkt meine Arztrechnung bezahlen kann nach Freigabe durch die Versicherung. Die Kreditkarte habe ich von der Versicherung bekommen, sondern auch noch eine Abbruch- und Rücktrittsversicherung, die auch Corona-Leistungen abdeckt. Das heißt also, wenn ich positiv getestet werden sollte und in Quarantäne muss in die persönliche, dann wird das auch, werden diese Mehrkosten auch von dem Versicherer übernommen. Dafür habe ich bei meinem Reisepreis, das hängt ja immer vom Reisepreis ab, den ihr versichern wollt, ich habe, glaube ich, 150, 160 Euro bezahlt und die Versicherung, die verlinke ich euch jetzt einfach mal, weil jetzt wirklich so viele nachgefragt haben. Ganz wichtig, die kostet wie gesagt 150, 160 Euro. Aber ihr braucht diese Versicherung vom Gesetz her nicht. Ja? Die thailändische Regierung sagt, ihr braucht nur eine Auslandskrankenversicherung. Was aber auch ganz wichtig ist, wenn ihr eine Versicherung abschließt, heißt es nicht gleichzeitig, dass die Versicherung auch zahlt. Ja? Ihr unterschreibt, bzw. ihr klickt nämlich an beim Thailand-Pass auch, dass wenn die Versicherung eine Leistung nicht zahlt, dann seid ihr sowieso die Gelackmeierten und zahlt sie. Also zum Beispiel, wenn eure Versicherung, die thailändischen Versicherungen, die abgeschlossen werden, teilweise, wo es diverse Übersichten gibt, die teilen halt nicht, wenn du in Quarantäne musst, weil du keine oder nur milde Symptome hast und nicht ins Krankenhaus musst und behandelt werden musst. Also auch die große Versicherung in Thailand, die da was macht, schreibt, dass nur medizinisch notwendige Behandlungen bezahlt werden. Und das ist bei einer Quarantäne im Hotel beispielsweise, im Hotel sowieso nicht, aber auch in solchen Hospitals oder so nicht zwangsläufig gegeben. Also achtet darauf. So, und deswegen habe ich gesagt, ich zahle nicht nur 20 Euro für eine Auslandskrankenversicherung fürs Jahr, sondern diese 150, 160 Euro, bin dafür auch das ganze Jahr abgesichert und habe ein Komplettpaket. Aber das muss jeder selbst wissen, ob er dieses Risiko eingehen will oder nicht. Wie gesagt, ich habe euch den Link in die Beschreibung des Videos gepackt. Ach, und jetzt noch ein Tipp für die Quarantäne. Wenn ihr also doch in Quarantäne müsst, ich lache jetzt, aber weil Tag 5 kommt ja noch. Oder wenn ihr halt den ersten Tag in Isolation seid und dann was essen wollt, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich hätte zum Beispiel bei mir im Hotel was ordern können über die Bar, die dann auch nur bis 22 Uhr, glaube ich, geöffnet hat und vom Essen her auch, ich sag mal, eingeschränkt ist und auch kostentechnisch so, du dir denkst, weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt machen will oder muss. Ich bin auch ziemlich, ich sag mal, mäkelig, was mein Essen angeht. Also ich will jetzt nicht unbedingt eine Pizza bestellen, wenn ich im Thailandurlaub bin. Zusätzlich bin ich halt auch vegan, von daher ja, nicht ganz einfach, gebe ich ja gerne zu. Aber es gibt hier die herrliche Möglichkeit, sich Essen liefern zu lassen von allen möglichen Läden. Und das sind nicht nur irgendwelche großen Pizzalieferketten, sondern das sind auch ganz oft irgendwelche kleinen Garküchen, die sich da dem Grab angeschlossen haben. Ja? Grab kennt ihr vielleicht als Taxi-App. Und diese Taxi-App hat halt tatsächlich nicht nur Transporter, die ihr dort mieten könnt oder buchen könnt, sondern auch Essen euch liefern lassen könnt. Ich habe mir dann einfach gestern leckeres Essen das ist dann für thailändische, wobei es waren 3 Gerichte letztendlich, ein Papayasalat, so Nudeln und nochmal so eine Sticks, also so veganes Zeug jedenfalls, ja, für 8 Euro noch was, kam aus dem anderen Ende der Insel, ja, hat auch ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, weil er, wie gesagt, aus Richtung Flughafen dort kam oder Phuket Town. Das sind 2 unterschiedliche Sachen, ich weiß, aber ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall von der ganzen Entfernung, aber hat mir das gebracht. Ich habe das vorab per Kreditkarte bezahlt. Der ist gar nicht zur Rezeption, der ist hinten rein und hat mir das gebracht. Kontaktlos auf die Terrasse gestellt, alles super. Kann ich nur empfehlen, den Link zur Grab-App, den werde ich euch auch mal in die Videobeschreibung packen. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, so wie die Taxi-App Grab sowieso, da wo man die in Thailand nutzen kann, ist sie unverzichtlich. Also in Thailand, in Bangkok beispielsweise, kann man günstiger gar nicht unterwegs sein mit dem Taxi. Ja, ich habe die Taxi-App dann auch benutzt, als ich nochmal Richtung Rawai Beach, nachdem mein negatives Testergebnis da war. Als ich nach Richtung Rawai Beach, das ist hier nämlich 3 Kilometer entfernt, gefahren bin, da habe ich 75 Baht halt bezahlt für die Fahrt dorthin, weil ich einfach mal gucken wollte. Ich wollte gar nichts mehr machen, ich war ja auch todmüde, aber ich wollte einfach noch mal raus und gucken, weil hier am Resort oben ist direkt gar nichts, habe ich jedenfalls gestern nicht gesehen, war ja auch dunkel, egal. Und das hat 75 Baht gekostet, die Rückfahrt war ein bisschen teurer,
weil es diese Billigtaxen, die man teilweise mieten kann, was ich ja auf dem Hinweg hatte für 75 Watt, die sind nicht immer verfügbar. Die sind nur an bestimmten Punkten und ich glaube, ich war halt an so einem Punkt, wo die Taxen von A nach B immer fahren, weil sie da hin und her fahren. Auf dem Rückweg habe ich dann fast 10 Euro bezahlt für die Fahrt. Mein Gott, ich hätte die 3 Kilometer wahrscheinlich auch laufen können, aber das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Ich war so fertig. Ja, und da habe ich an Rawai Beach natürlich auch gesehen, warum ich eigentlich Phuket immer vermieden habe. Ja? Weil es mir so laut ist und naja, es ist schon, also ich bin an 4 oder 5 Bars dort vorbei, die wirklich so proppevoll waren, wo dann getanzt wurde und laut gegrölt und Musik, das ist nicht unbedingt meins so. Und ich gebe Phuket, ganz ehrlich gesagt, einfach dieses Mal eine Chance, weil es über die Sandbox vermeintlich, als ich das Ganze geplant habe, die einzige Möglichkeit war, nach Thailand zu kommen. Jetzt könnt ihr ja über Test & Go oder via Test & Go auch ganz einfach über Bangkok gehen oder Phuket ziemlich schnell verlassen. Das war bei mir damals noch nicht möglich. Ist für mich aber auch völlig in Ordnung, weil ich mir gesagt habe, nach den vielen Jahren, und das letzte Mal Phuket ist sicherlich auch jetzt schon 10 Jahre her. Tatsächlich, wow, ich bin gerade überrascht, Phuket ist 10 Jahre her, kann man das, also jedenfalls Phuket an sich, weil 2020 waren wir auch in Phuket und sind von Phuket aber direkt weitergereist auf die Inseln Koh Yao Yai und Koh Yao Noi. Absolute Empfehlung. Werde ich vielleicht auch nach den 7 Tagen Phuket mal hin. Das ist nämlich die nächste Frage, die ich an euch habe. Ja, ich bin jetzt in Phuket. Was soll ich denn nach den 7 Tagen machen? Ich habe überhaupt noch gar keinen Plan bisher, außer Anfang März geht es dann Richtung Koh Samui und Koh Phangan. Was würdet ihr mir denn empfehlen, in Phuket erstmal zu besuchen? Oder was wollt ihr denn, was ich mir anschaue in Phuket? Und auch die Frage, was könnt ihr mir empfehlen nach Phuket, also wo ich hingehen kann? Ja, ich habe da viele Gedanken, aber ich freue mich natürlich über eure Empfehlungen. Und ja, ich sag mal, für den Moment soll es das von mir gewesen sein. Ich gucke mal, dass ich euch noch ein paar schöne Aufnahmen hier reinschneide. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Das ist so super wichtig für den YouTube-Algorithmus. Schaltet wieder ein, abonniert meinen Kanal. Ich werde euch auf jeden Fall die nächsten 5 Wochen oder 5,5 Wochen mitnehmen auf meine Reise durch Thailand. Wenn Corona ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade emotional sehr, sehr berührt, weil ich liebe dieses Land und ich bin so froh, hier zu sein. Diese Gerüche gestern Nacht durch die Straßen zu gehen und das zu riechen, diese Düfte vom Essen, von den Früchten, ja, irgendwie auch das Brackwasser teilweise an manchen Stellen, diese Geräusche der Vögel, der Insekten, es ist einfach so ein Gefühl, was bei mir auslöst, was so schön ist. Ich möchte euch gerne teilhaben lassen. Bleibt dran, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Oh, baby, I Euer love Robert.